In diesem Video möchte ich dir gerne ein paar wichtige Tipps geben, damit du besser verstehst, wie die deutsche Sprache eigentlich klingt und wie du grundsätzlich an die Aussprache herangehen solltest. Möchtest du auch endlich wie ein Muttersprachler klingen, dann mach meinen Aussprachekurs mit. Hier lernst du in 10 Schritten die wichtigsten Ausspracheregeln und wir arbeiten mit jeder Menge Übungen praktisch daran, dass du schon bald wie ein Muttersprachler klingst. Den Link zu dem Kurs findest du übrigens in der Videobeschreibung. Ist dir das schon einmal passiert? Du hast den ganzen Tag Deutsch gesprochen und dein ganzer Mund und Kiefer und deine Wangen tun dir richtig weh. Das Ganze fühlt sich nicht an wie Sprechen, sondern wie eine Fitnessübung fürs Gesicht. Und wenn man es genau nimmt, dann ist es das auch. Denn wenn wir eine neue Sprache lernen, müssen wir auch neue Bewegungen dazu lernen. Unser Mund ist weit geöffnet. A, O, E oder sehr gespannt. Ü, I. Auch unsere Zunge ist sehr aktiv und wechselt ständig die Position. Das heißt, wenn du Deutsch sprechen lernen möchtest, brauchst du am Anfang ein bisschen Gesichtsgymnastik, um die Sprechmuskulatur aufzuwärmen. Das ist Tipp Nummer 1. Also wärme deine Gesichtsmuskeln auf, indem du ein paar Übungen machst. Also A, E, I, O, U und das ruhig extrem. Tipp Nummer 2 ist, zu übertreiben. Ich weiß, dass du dir sicher komisch dabei vorkommen wirst, aber das Tolle an meinem Aussprachekurs ist, dass du diesen alleine machen kannst. Keiner schaut dir dabei zu. Wenn wir also Ausspracheübungen machen, übertreibe zunächst ruhig die Aussprache und reduziere diese Übertreibung mit der Zeit. Auf diese Weise verinnerlichst du die Zungenposition und die Mundform. Und wenn du sicher bist, kannst du dann zu einer ganz normalen Aussprache wechseln. Also, du startest übertrieben mit Reise, Rose, Regen. Und wenn du dir irgendwann sicher bist und dich sicher fühlst in der Aussprache, kannst du das ein bisschen runterschrauben. Also Regen, Rose, Reisen. Tipp 3. Fokussiere dich immer nur auf eine Sache, wenn du merkst, dass du da besonders Probleme hast. Ich weiß, dass du gerne am liebsten schon gestern deine Aussprache perfektioniert haben wolltest, aber wir müssen diese einen Schritt nach dem anderen aufbauen. Wenn du zum Beispiel die Aussprache der Umlaute übst, nimm dir zuerst nur einen Umlaut vor, beispielsweise das Ü, und fokussiere dich bei den Übungen nur darauf. Es ist vorerst egal, ob du das R oder Sch falsch aussprichst. Jetzt zählt nur das Ü. Beschränke das aber nicht nur auf zu Hause. Beobachte auch die Menschen in deinem Umfeld, wie sie das Ü aussprechen und achte darauf, wenn du im Alltag etwas sagst, wie sich das anhört im Vergleich zu einem Muttersprachler. Wenn du dann an den Punkt kommst, wo du das Gefühl hast, dass deine Sprechmuskeln das tun, was du von ihnen willst, kannst du zum nächsten Laut übergehen. Also, üben und zuhören. Tipp 4 ist vielleicht eine Sache, die dir gar nicht vorkommen wird, als ob du an deiner Aussprache arbeitest. Und das ist Singen. Du kannst nicht singen, ich auch nicht, aber ich tue es trotzdem. Es ist eine tolle Methode, deine Aussprache zu trainieren. Denn Musik mag doch fast jeder. Und vielleicht hast du hier und da einmal ein deutsches Lied gehört, das dir gefallen hat. Dann drucke dir dazu den Text, also die Lyrics aus und höre dir das Lied mit dem Text an. Was ich gemacht habe, als ich Italienisch gelernt habe, war, dass ich sogar die Lautschrift unter den Text geschrieben habe und beim Singen nur darauf geschaut habe. Das bedeutet jetzt nicht, dass du die Lautschrift perfekt beherrschen musst. Es reicht, wenn du einige Laute kennst und diese darunter schreibst. Vielleicht hört sich ein Wort auch an wie ein Laut aus deiner Muttersprache. Dann schreibe eben das Wort oder den Buchstaben oder den Laut darunter. Ich verspreche dir, das wird definitiv helfen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Führe Selbstgespräche und lies laut vor.
Dazu erzähle ich dir eine kurze Geschichte. Als ich vor ein paar Jahren Skifahren gelernt habe, habe ich mir zuvor ein paar Übungsvideos auf YouTube dazu angeschaut. Ich habe mehrere Wochen vor meiner ersten Stunde nur Skivideos geschaut. In meinem Kopf dachte ich, das ist doch gar nicht so kompliziert. Das schaffe ich locker. Ja, mein Ego hat gesagt, das kannst du. In der Theorie war das auch alles schön und gut, aber als ich das erste Mal auf der Piste stand, hat mein Körper nicht das gemacht, was mein Kopf ihm gesagt hat. Einfach, weil ich diese Bewegungsabläufe noch nie zuvor geübt habe. Das Gleiche gilt auch fürs Sprechen. Wenn du leise liest und wenig oder gar nicht redest, dann kann sich auch dein Sprechmuskel für die deutsche Sprache nicht entwickeln. Daher ist es wichtig, dass du laut liest und sprichst, auch wenn es nur Selbstgespräche sind. Tipp Nummer 6 ist, dein Handy zu benutzen. Nicht nur, um ins Internet zu gehen oder zu telefonieren, sondern auch, um dich dabei aufzunehmen, wenn du Ausspracheübungen machst oder auch wenn du vorliest. Idealerweise hast du ein Hörbuch plus Buch und du liest aus dem Buch laut vor, nimmst dich dabei auf und vergleichst deine Aufnahme mit der Audio aus dem Hörbuch. In meinen Kursen werde ich ein paar Lesetexte für dich bereitstellen, inklusive Audios, so dass du das genauso wie eben beschrieben üben kannst. Tipp 7. Schau öfter mal in den Spiegel. Nicht um zu checken, ob deine Haare sitzen, sondern damit du verstehst, wie die Aussprache funktioniert. Denn du musst nicht nur andere beim Sprechen beobachten, sondern auch dich selbst. Also benutze einen Spiegel, wenn du Übungen machst. Ist die Zunge an der richtigen Stelle, wenn du das Ö aussprichst? Hast du die Lippen auch richtig gespitzt? Ein Spiegel hilft dir zu identifizieren, wo deine Probleme sind. Das bedeutet nicht, dass du das bis zum Schluss machen sollst, aber am Anfang hilft es, um die eigenen Fehler zu erkennen. Sobald du diese identifiziert und verbessert hast, kannst du den Spiegel zur Seite legen, damit du dich nicht zu sehr auf das Visuelle konzentrierst, sondern auch auf deine Sprechorgane und wie sie sich bei bestimmten Lauten anfühlen. Tipp 8. Achte beim Sprechen auf deine Körperhaltung. Jetzt denkst du sicher, was hat denn das mit der Aussprache zu tun? Und ich sage dir ganz viel. Wenn du gebuckelt oder zusammengekauert auf dem Stuhl sitzt und im schlimmsten Fall noch flach atmest oder angespannt bist, dann wirkt sich das auf deine Tonlage, deine Aussprache und deinen Redefluss aus. Und genau das wollen wir ja hier bestmöglich trainieren. Also setz dich entspannt auf den Stuhl, am besten gerade, ohne zu übertreiben. Lass deine Schultern entspannt und ziehe sie nicht hoch. Atme tief ein und aus. Entspanne deine Atmung und deine Muskulatur. Denn das ist kein Test und auch keine Situation, in der du gestresst sein musst. Sobald du merkst, dass du entspannt bist, kannst du mit deiner Sprechübung beginnen. Und diese Haltung nimmst du dann im besten Fall auch noch in deinen Alltag mit, wenn du dich mit anderen unterhältst. Und damit kommen wir auch schon zu meinem vorletzten Tipp. Und dieser ist: Sei ehrlich mit dir. Wo ist deine größte Schwachstelle? Ignoriere diese nicht, sondern investiere dann noch mehr Zeit rein. Wenn du Probleme mit dem R hast, mach jeden Abend oder jeden Morgen oder auch zwischendurch am Tag Übungen dazu, bis es sich irgendwann ganz natürlich anfühlt. Und glaube mir, das wird es mit der Zeit auf jeden Fall, wenn du am Ball bleibst. Wenn du diese Tipps befolgst, wirst du sehen, wie schnell sich deine Aussprache verbessert. Weitere Infos zu meinem Aussprachekurs mit extra Bonusmaterial und vielen Übungen sowie einer Challenge findest du unter diesem Video. Ich würde mich freuen, dich in meinem Kurs wiederzusehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.